Hier ist Linux Infinite und in diesem Video zeige ich dir, wie du unter Linux ganz einfach Festplattenlaufwerke mountest. Komplett ohne Terminal und ohne die FS-Tab bearbeiten zu müssen. Perfekt für Einsteiger und alle, die einfach nur schnell loslegen wollen. In diesem Video nutzen wir 3 Programme. Einmal für GNOME das Programm Laufwerke oder Disks, für KDE die KDE Partitionsverwaltung und für OpenSUSE die YaST2 Partitionsverwaltung. Und nur kurz als kleine Info noch, wenn du mein voriges Video Linux Festplatten mounten im Terminal noch nicht gesehen hast, schaue dir es am besten vorher an, weil da gehe ich wirklich auf mehr Sachen ein. In diesem Video geht es eher darum, wie das Ganze ohne den Terminal funktioniert. Im anderen Video erkläre ich noch den ganzen Sinn des Mountens, warum man mountet, wie man mountet und weshalb man das so und so macht, was eine UUID ist, was das ist. Das werde ich hier in diesem Video überspringen, da ich es im anderen Video noch habe. Wenn ihr das Video angeschaut habt und ihr die Informationen habt, die ihr für euch selber braucht, dann könnt ihr zu diesem Video zurückkehren. Aber nun, los geht's. Wir müssen als allererstes, falls ihr es noch nicht habt, je nach Desktop-Umgebung ein Softwarepaket installieren. Unter GNOME oder GNOME-basierten Desktop-Umgebungen bietet sich das Programm Laufwerke an. Wir gehen in den Launcher für die Software, klicken auf Erkunden und geben ein Laufwerke. Hier sehen wir Laufwerke, Festplatten, Verwaltungswerkzeug für GNOME. Da klicken wir drauf und dann könnt ihr das oben über den Installationsbutton installieren. Für KDE gebt ihr einfach ein KDE Partition und wir sehen hier die KDE Partitionsverwaltung. Auch dasselbe Spiel, wir klicken drauf, klicken dann dementsprechend auf Installieren. Die YaST2 Partitionsverwaltung ist auf OpenSUSE bereits vorinstalliert. Hier müsst ihr also nichts tun. Nun gehen wir auf die Suche nach unserer Festplatte, die wir mounten wollen. Als erstes starten wir den Dateiverwalter, klicken auf ihn drauf. Und nun sehen wir hier, in meinem Fall nutze ich Nemo. Eventuell sieht eure Dateiverwaltung etwas anders aus. So, hier unten sehen wir nun zum Beispiel einen Datenträger unter Geräte. Wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick drauf mache, könnte ich ihn einhängen. Das würde aber nur temporär funktionieren. Das können wir trotzdem mal machen. Ich gebe unser Root-Passwort ein und nun ist unser Laufwerk gemountet. Hierauf kann ich jetzt erstmal nicht zugreifen. Denn wenn ich hier auf Eigenschaften gehe, dann ist das Zugriffsrecht zum Beispiel hier an diesem Punkt unter Root. Wie wir das jetzt aber ändern können, zeige ich euch auch. In meinem Fall hier, wie gesagt, bei Nemo, kann ich hier einen Rechtsklick drauf machen und als Systemverwalter öffnen. Nun kommt bei euch entweder ein Passwort oder das Passwort hat sich noch gemerkt und wir können jetzt hier arbeiten. Hier haben wir ein kleines Infofenster, das uns sagt, Achtung, du hast erhöhte Berechtigung. Das heißt, du kannst sehr viel verändern, was wir auch brauchen. Jetzt klicke ich hier einfach in den Ordner mit einem Rechtsklick rein, gehe unten auf Eigenschaften und nun sehe ich hier bei Zugriffsrechte Besitzer Root und die Gruppe Root. Das ändere ich jetzt erstmal in Debian und auch die Gruppe ändere ich auf Debian, damit unser Benutzer, beziehungsweise ihr müsst euren Benutzer dann auswählen, den ihr angelegt habt, damit euch die Festplatte und Ordner gehören. So, jetzt mache ich hier Zugriffsrechte auf enthaltene Daten übertragen und mache einen Klick auf Schließen. So, wenn ich hier jetzt drin bin, kann ich jetzt hier einen Rechtsklick machen, neuen Ordner oder neues Textdokument anlegen und kann das nennen test.txt. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, Eigenschaften, Zugriffsrechte, Debian, passt also alles. Das ist gut. So, aber nun kommt der Punkt, wenn ihr ein Laufwerk einbindet, auf diese Art, wie ich es gerade gemacht habe, dann ist das Ganze nach einem Neustart wieder weg. Und ihr müsst es neu mounten. Und jetzt zeige ich euch anhand der Programme, die wir heruntergeladen haben, wie wir das Ganze auf die Ewigkeit mounten. Ich hänge jetzt erstmal hier das Ganze wieder aus. So, Datenträger ist ausgehängt. Das kann ich schließen. Und dann starten wir mit GNOME Laufwerke. Nun klicken wir mit der Windows-Taste in unseren Launcher und geben ein Laufwerke. So, nun sind wir in der Software Laufwerke von GNOME
und dort klicken wir auf unsere Hauptfestplatte. Nun habt ihr hier alle Partitionen eurer Festplatte, zum Beispiel das Dateisystem, erweiterte Partitionen und Auslagerungsdateien, zum Beispiel Swap. Und hier haben wir unsere nicht eingehängte, was wir hier sehen, Festplatte. Die anderen sind dementsprechend eingehängt in Dateiwurzel oder Dateisystemwurzel. Die kann man nicht einhängen, weil das die Boot-Partition ist und diese ist allgemein auch aktiv, die Swap. Aber wir gehen auf unser Dateisystem 3, hier in diesem Fall 11 GB, sehen hier, wo das Gerät gelagert ist in unserem Dateisystem, welche UUID wir haben, welcher Inhalt bzw. welches Dateisystem das Ganze ist und Partitionstyp ist Linux. Nun klicken wir hier, das könnte bei euch ein Zahnrad sein, bei mir ist es jetzt ein ganz komisches Zeichen, das liegt aber an meiner Desktop-Umgebung. Ihr seht aber dann hier zusätzliche Partitionierungseinstellungen. Ihr könnt aber auch hier im Prinzip die Partition einhängen, wie ich es vorher unter unserem Dateiverwalter gemacht habe. Wir gehen aber jetzt hier auf diesen Punkt. Wie gesagt, das könnte bei euch oder sollte bei euch, wenn ihr den ganz normalen GNOME Desktop habt, ein Zahnrad sein. Dann sehen wir hier, wir können die Partition formatieren, die Partition bearbeiten, das Dateisystem bearbeiten, die Größe ändern, Aber was uns jetzt in diesem Punkt hier wichtig ist, ist die Einhängeoption bearbeiten. Hier steht nun die Vorgabe der Benutzersitzung. Das ist hier eingeschaltet. Das ist dementsprechend unsere fstep-Datei oder fstab. Ich habe ein bisschen was gelernt und die schalten wir jetzt hier in diesem Fall ab. Jetzt können wir nun auswählen, Einhängeoption beim Systemstart einhängen. Ja, das wollen wir in der Benutzerschnittstelle anzeigen. Wir sehen auch immer darunter einen kleinen Tooltip. Falls aktiviert, wird das Gerät immer Benutzeroberfläche angezeigt, unabhängig von dessen Ordner. So, und dann zusätzliche Legitimierung, wenn ihr zum Beispiel mehrere Benutzer haben wollt. Das klicken wir jetzt erstmal weg. So, und hier unten sehen wir unsere Einhängeoptionen und wir sehen drunter die Einhängeoptionen, die in der Datei etc fstab hinterlegt sind. Ich werde fstab wahrscheinlich nie los. Es heißt fstab, das wurde mir in den Kommentaren auch schon gesagt, weil es ja für Filesystem Table steht. Und es ist richtig, man kann eventuell dadurch verwirrt werden, wenn ich fstab sage und es heißt eigentlich fstab. Aber ich glaube, ich werde fstab nicht mehr los. Also seht es mir ein bisschen nach. Das war das. Falls ihr das Video davor gesehen habt, war dieser Punkt der, wo ich reingeschrieben habe, Default. Das lassen wir jetzt hier, so wie es ist, weil es sich durch diese Geschichten hier anpasst. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf zusätzliche Legitimierung klicke, dann kommt hier nämlich was Neues hinzu. Und zwar die XUDISC Auth. Die klicken wir aber wieder weg. Dann haben wir den Einhängepunkt. Den wollen wir so nicht einhängen, weil das wäre fatal. Und zwar hier auch als identifizieren als, wir machen als UUID. Das ist das sicherste, weil diese UUID immer die gleiche ist. Aber dieser Pfad hier, wenn ich hier unter Dev gehe oder Dev VDA, da kann sich immer wieder was ändern. Falls ihr eine neue Festplatte einbaut, dann kann das sich auch ändern, dass es zum Beispiel VDA bzw. unsere Hauptfestplatte SDA oder SDB wird. Gehe ich nochmal auf Abbrechen. Das hier, unsere Hauptfestplatte, ist eine VDA in meinem Beispiel jetzt, da ich auf einer virtuellen Maschine arbeite. Wenn ihr aber eine normale Festplatte habt, dann heißt das Ding sowas wie SDA oder SDB, SDC und dieses SDA, SDB, SDC kann sich verändern, wenn ihr, wie gesagt, eine neue Festplatte eingebt oder einbaut, dass von SDA sich das Ganze auf SDB switcht. Und wenn ihr dann, jetzt gehen wir wieder hier rein in die Option, und wenn ihr dann identifizieren als VDA3 habt, dann kann es sein, dass das Ganze nicht mehr stimmt, weil jetzt ist die Festplatte VDB. Und dann wird sie nicht mehr gefunden und ihr fragt euch, wo ist die Festplatte hin? Deswegen mein Tipp, immer die UUID nutzen, denn die ist immer gleich. Da ändert sich nichts. So, und jetzt kommen wir zum Einhängepunkt, dem sogenannten Mount Point. Ihr solltet euch, auch wenn ihr nicht mit dem Terminal arbeiten wollt, eventuell das Video zum Mounten im Terminal anschauen, damit ihr die Grundinformationen bekommt, was es mit Mounten unter Linux überhaupt auf sich hat. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, auch wenn ihr das nachher nicht benutzen wollt, aber ihr habt im Hinterkopf, okay, das ist das, das ist das, das ist das, das verstehe ich. Okay, dann zurück zum Einhängepunkt. Jetzt gehen wir in unseren Dateiverwalter und suchen uns mal das Dateisystem.
Hier können wir so gut wie nichts machen, weil wir jetzt momentan noch kein Root sind. Aber das ist egal. Eventuell, wir sehen hier, dass wir nichts machen können. Ich habe hier schon mal einen Ordner vorbereitet, aber ich zeige euch jetzt, wie man einen neuen Ordner macht. Wir machen einen Rechtsklick hier einfach in die Ebene rein, als Systemverwalter öffnen, gebt wieder euer Root-Passwort ein und dann könnt ihr hier Rechtsklick, neuen Ordner anlegen und den nennen wir jetzt einfach Daten. Nur damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt schließe ich das Ganze, gehe auf Laufwerke und hier habe ich jetzt den Einhängepunkt Mount, das ist unsere UUID, die löschen wir raus und wir sind im Punkt Mount. Ich zeige euch noch was. Wenn ihr jetzt unter Media das Ganze machen wollt, könnt ihr natürlich auch machen. Da ist das gleiche Spiel, als Systemverwalter öffnen und dann müsst ihr hier dann dementsprechend statt MNT Media reinschreiben. Aber da es bei uns jetzt unter MNT ist, machen wir einen Schrägstrich und dann Daten. Am besten nochmal zurückversichern, ob ihr alles richtig geschrieben habt. Daten, MNT, passt. Und das ist ganz wichtig, da ihr zurück ins Root-Verzeichnis geht, von da aus in MNT und dann in Daten. So, Dateityp können wir auf automatisch lassen. Ihr könnt auch ext4 reinschreiben, das ist eigentlich relativ wurscht. Beziehungsweise wenn ihr eine ext4 Festplatte habt natürlich, also ein Dateisystem. Wenn ihr jetzt da btrfs reinschreibt, dann könnte das zu Fehlern führen. Deswegen eigentlich immer Auto lassen, das sollte passen. So, jetzt drücken wir OK, geben unser Root-Passwort ein. So. Das Ganze ist jetzt noch nicht eingehängt. Wir können es jetzt einhängen. Geben ein Root. Gehen da drauf. Alles ist noch da wie vorher. Jetzt gucken wir mal, ob er es hier gemountet hat. Daten. Jetzt hat er es hier gemountet, weil er jetzt im Hintergrund die Informationen hat. Okay, darunter mounten. Unter Daten. Jetzt starte ich nochmal neu, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise ob er das Ganze auch übernimmt bei einem Neustart. So, wir sind wieder im System, gehen auf die Verwaltung und jetzt sehen wir, das Ganze ist eingehängt, ich muss kein Passwort eingeben, nichts. Der Ordner gehört auch mir, ich kann also damit arbeiten. Nun machen wir das Ganze auch mit der KDE Partitionsverwaltung und somit klicken wir auf unseren Launcher hier unten, geben ein KDE und hier sehen wir die KDE Partitionsverwaltung. Geben unser Root-Passwort ein und ich gebe euch als Tipp, nutzt die Programme, die für eure Desktop-Umgebung im Prinzip da sind. Weil GNOME zum Beispiel arbeitet mit GTK. Was das ist, werde ich in einem anderen Video einmal erläutern. Aber GNOME nutzt dieses GTK, um seine Programme zu programmieren. Das ist keine Programmiersprache, aber nutzt diese Frameworks und KDE nutzt Qt-Frameworks. Deswegen kann es sein, dass wenn ihr ein GNOME-Produkt mit KDE sozusagen mischt, dass es dazu eventuellen Anzeigefehlern kommen kann. Ihr könnt ihr das schon machen. Also versteht mich da nicht falsch. Nur, wie gesagt, es kann eventuell zu gewissen Fehlern kommen, wenn das Ganze nicht ausgeglichen bearbeitet wird. GIMP zum Beispiel läuft, glaube ich, unter GTK und natürlich könnt ihr GIMP auf allen Linux-Desktop-Umgebungen installieren. Aber was ich sagen will, ist, wenn es für eure KDE, zum Beispiel gerade wenn es um Systemgeschichten geht, nutzt diese Software, die euch von eurem Desktop-Umgebungsentwickler zur Verfügung gestellt wird. Ihr werdet sehen, das Ganze funktioniert jetzt auch unter im Prinzip GNOME, weil ich hier Budgie installiert habe und Budgie ist eine Desktop-Umgebung, die momentan einfach noch auf GNOME basiert. Aber nur zur Sicherheit, dass ihr wisst, da kann es zu Fehlern kommen. Deswegen KDE Partitionsverwaltung solltet ihr nutzen, wenn ihr unter KDE Desktop-Umgebungen agiert. So, aber genug der großen Rede. Wir schauen uns jetzt hier das Ganze an. Wir haben hier wieder unsere VDA, von der ich vorher gesprochen habe. Dev VDA. Wie gesagt, das ist das, was ich ändern kann zu zum Beispiel VDB, wenn eine neue Festplatte dazukommt. Muss nicht, kann aber. Und das ist das, was ich euch erzählen wollte. So, dann haben wir hier wieder unsere Dev VDA 3 mit unseren 10 GB. Die wählen wir jetzt aus, machen einen Rechtsklick und hier sehen wir schon Einhängepunkt bearbeiten. Das ist im Endeffekt genau das gleiche, wie wir gerade gemacht haben. Wir nutzen UID oder UUID statt den Geräteknoten. Der Geräteknoten ist das, was ich vorher gesagt habe. Das gehen wir mal kurz rein. Wo ist es? Dateisystem, DEV
Und dann hier unten irgendwo ist unser V, wo haben wir es? VVC, V-Dingensen, VDA. Hier, VDA, VDA3. Das ist der Geräteknoten. Den wollen wir nicht nutzen. Wir nutzen UUID. So, dann gibt es den Pfad. Den könnt ihr jetzt entweder direkt reinschreiben oder hier könnt ihr auswählen, zum Beispiel andere Orte, Rechner, Mount und dann wieder Daten oder VDA3, je nachdem, was ihr da drin habt. So, wir nehmen diesmal VDA3, drücken Öffnen, dann sehen wir hier den Pfad. Typ sehen wir hier wieder ext4, nur lesen, don't prevent the system from booting if not mountable. Das heißt, das System nicht daran hindern, hochzufahren, wenn nicht gemountet werden kann. Das könnt ihr anmachen. Ich mag es eigentlich so, dass ich sehe, dass es nicht booten kann. Da wurde mir auch in den Kommentaren was geschrieben, und zwar, wenn ihr an Servern arbeitet, dann macht das Sinn, weil dann fährt das System hoch und ihr könnt von einem anderen PC aus auf euren Server zugreifen. Aber wenn es hier in dem Punkt um Desktop-PCs ist, sehe ich am gernsten gleich von vornherein, okay, da hängt's. Und dann weiß ich schon mal, worauf ich anfangen muss zu suchen, weil ich dann meistens mit Escape dann den Bootvorgang anzeigen lassen kann. Und dann sehe ich, okay, da hat er ein Problem, da müssen wir ran. Weiter geht's. Dann haben wir die Option nur lesen, brauchen wir nicht, wir wollen drauf schreiben. Kein automatisches Einhängen, das ist andersrum, das dürft ihr nicht anklicken, sonst hängt das nicht ein. Ist logisch. Synchroner Zugriff, brauchen wir nicht. Vielleicht braucht ihr es. Kann ich jetzt nicht sagen, ich brauche es jetzt nicht. Kein Ausführen von Binärdateien können wir mal auslassen. Benutzer können ein- und aushängen. Das machen wir mal an. Keine Aktualisierung der Dateizugriffszeit. Uninteressant für normal, ich sage jetzt mal Normalnutzer. So, und dann können wir hier die Dump-Frequenz, das habe ich auch erklärt, das ist das Dump-Backup, das eigentlich schon veraltet ist und nicht mehr genutzt wird, bleibt also 0 und die Anzahl der Durchgängen bleibt auch auf 0. Wir können hier natürlich auf mehr klicken und dann hier die Mount-Optionen selber hineinschreiben. Wir machen jetzt einfach mal hier den Punkt Default, okay, und dann drücken wir auf OK. Dann wird uns eine Frage gestellt, Änderungen wirklich speichern, sind Sie sicher, dass Sie die von Ihnen vorgenommenen Änderungen in das Dateisystem, Tabelle, die Dateisystemtabelle, etc. FS-Tab speichern möchten? Ja, das möchten wir. Ich zeige es nur kurz, keine Angst. Ich mache ein Terminal auf, keine Angst. Alles gut. Cut. Jetzt muss ich mal schauen, ob es jetzt schon drin ist oder erst nach dem Neustart. etc. FS-Tab, Entschuldigung. Und wir sehen, der wurde schon hinzugefügt. No fail, Users und Defaults. Gut, das Users mache ich, glaube ich, wieder raus. Da gehe ich nochmal hier rein. So, dass nicht jeder Benutzer das machen kann. So, okay. Und ändern. Und dann hat er das auch dementsprechend geändert. Jetzt haben wir hier den Einhängepunkt, den wir vorher ausgewählt haben. Schauen wir mal. Und jetzt gehen wir mal unter. Wo haben wir es denn? Achso, natürlich unser Dateisystem. MNT, VDA3, ist noch nichts gemountet. Deswegen starten wir jetzt nochmal neu. So, wir sind da. Jetzt schauen wir mal unter MNT, VDA3 und wir sehen, unsere Festplatte ist hier. Können wir sie auch benutzen? Yep, wir können sie auch benutzen, denn unsere Zugriffsrechte liegen hier bei uns. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt diesen VDA-Ordner habt, könnt ihr ihn euch auch in eure Lesezeichen hineinschreiben. Ihr nehmt den Ordner, zieht ihn einfach da rein und dann könnt ihr ganz easy darauf zugreifen. Aber bitte tut mir einen Gefallen, fangt nicht an, jetzt hier einfach den Namen zu ändern, was auch nicht geht, denn sonst würde alles zusammenbrechen, weil Linux dann diesen Ordner nicht mehr finden würde und dann wahrscheinlich nicht mehr startet, außer mit diesem No-Fail natürlich. Aber wenn ihr sagt, okay, wir wollen doch einen anderen Ordner für diese Festplatte haben, dann macht einen neuen Ordner und mountet ihn an diesen Pfad. Genau, das war noch eine wichtige Information. So, dritte und letzte Methode ist, wie gesagt, der Yast Partitionsverwalter. Den gehen wir unter OpenSUSE öffnen und zwar, wir geben einfach ein in unserem Launcher Partition und dann unter Yast Partitionierer. Geben natürlich unser Root-Passwort ein. Hier wird uns eine kleine Warnung gegeben. Verwenden Sie dieses Programm nur, wenn Sie mit der Partition für Festplatten vertraut sind. Partitionieren Sie keinesfalls Festplatten, die möglicherweise verwendet werden, eingehängt, ausgelagert. Wir wollen aber trotzdem fortfahren, deswegen drücken wir auf Ja. So,
Und hier haben wir unsere Festplatte VDA. Das ist jetzt eine andere Festplatte, weil ich jetzt unter einem anderen System bin. Hier haben wir unsere VDA 5. Das ist die ich genutzt habe, um das Terminal Mounten Video zu erstellen. Diese werden wir jetzt auch wieder einhängen. Beziehungsweise werden wir erstmal bearbeiten. Und zwar machen wir das hier, Gerät mounten, beziehungsweise ich gehe nochmal zurück. Wir wählen unsere Festplatte aus, sehen hier, welche Festplatten wir haben. Dann klicken wir auf Bearbeiten, gehen auf Gerät mounten, dann den Mountpunkt, habe ich ja erklärt, wird uns hier ein bisschen was vorgeschlagen. Davon nutzen wir aber gar nichts. Wir nehmen MNT-VDA 5. Da habe ich schon einen Ordner vorbereitet, das kann ich euch schnell zeigen. Dateiverwaltung und dann gehen wir auf Dateisystem, MNT VDA 5 und es ist auch noch nichts gemountet. So, dann klicken wir auf FS-Tab, Optionen und hier sehen wir Mounten in FS-Tab mit UUID. Wie gesagt, würde ich so beibehalten. Volume Table brauchen wir nicht, schreibgestützt mounten, nein. Durch Benutzer einhängbar, lassen wir aus jetzt. Nicht beim Systemstart mounten. Kontingentunterstützung, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht, was es ist. Müsste ich auch selber nochmal nachlesen. Datenjournaling kann man auswählen, da lassen wir angeordnet. Wir lassen einfach mal alles auf Standard. Geben hier unten einfach mal beliebige Optionswert ein. Defaults. Drücken OK, weil mit Defaults geht man immer ganz gut. Oder, was wir noch machen, ist No Fail. Dass wir auf jeden Fall starten können, auch wenn was falsch ist. So, den Punkt haben wir gesetzt. Wir haben den Mount Point gelegt. F-Step-Option haben wir eingestellt. Und jetzt drücken wir auf Weiter. So, jetzt drücken wir wieder auf Weiter. Und dann Änderung an der Partitionierung. Partitionierung, zack, 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 unter MDAV einhängen. Jawollinger. Dann müsste die jetzt dementsprechend an unserem VDA 5 wieder eingehängt sein. Was sie jetzt auch ist. Ich kann es auch noch mal ganz kurz so zeigen, dass ich hier den kompletten Pfad gehe, MNT VDA 5 und wir haben hier Laufwerk. Unser Laufwerk. So, und auch hier zeige ich euch kurz einen Neustart, damit wir sehen, dass das Ganze automatisch gemountet wird. Im Endeffekt, was wir hier gemacht haben, wird jetzt auch alles in die FS-Tab-Datei hineingeschrieben. Ich kann sie euch kurz zeigen. Ihr müsst jetzt den Terminal nicht benutzen, keine Sorge. Es geht nur rein ums Zeigen willen. So, jetzt gucken wir mal, ob VDA eingehängt ist und VDA 5 ist eingehängt. So, jetzt mache ich ein Terminal auf, ganz schnell, gebe einen Cut, etc, FS-Tab, zack. So, und wir sehen, okay, nun sehen wir hier unsere UUID, wie wir es im anderen Video gemacht haben, MNT, und dass ihr seht, dass es nicht das ist von letztem Video. Hier haben wir das No-Fail, das habe ich ja dem letzten nicht genutzt und das ist hier jetzt auch dementsprechend drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, man kann das Ganze auch ohne den Terminal machen. Das ist ja scheinbar was viele noch nicht glauben, dass Linux immer noch nur über den Terminal steuerbar ist. Aber das ist im Endeffekt so wie bei Windows die CMD, also die Command Line oder die PowerShell. Man kann einfach viel schneller und viel gründlicher in der PowerShell arbeiten, als man es einfach unter der GUI von Windows machen kann. Und genauso ist es bei Linux auch. Es ist ja nicht so, dass es beides nicht im Endeffekt dasselbe ist. Nur viele sehen diese Kommandozeile nicht, aber wenn sie unter Linux gehen, sehen Sie die Kommandozeile in so gut wie jedem Video. Ich kann das verstehen. Aber man braucht im Endeffekt die Kommandozeile bzw. das Terminal braucht man nicht zwingend. Man kann alles auch ohne den Terminal machen. In meinem Empfinden ist es einfach nur so, dass es im Terminal einfach viel schneller geht. Ich gebe 2 Befehle ein, 3 Befehle und kann mir alles rauskopieren, was ich brauche und dann setze ich es in eine Datei und zack, das Ding ist erledigt. Und hier muss ich eventuell in der GUI einige Klicks machen. Für jeden, der nur das will, ist das auch voll und ganz in Ordnung. Ich behaupte auch nicht, dass man das machen muss. Ich zeige auf meinem Kanal einfach nur, wie es geht und im besten Fall, wie in diesem Video jetzt auch, auf beide Arten. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert und abonniert den Kanal Linux Infinite, wenn ihr es nicht schon getan habt und hypt das Video. Das würde mich
freuen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war's von mir. Tschüss.